kein Netz, kein doppelter Boden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Professor Miles Pitwell. Ich bin Magier. Und hauptsächlich trete ich in Varietés auf und hege eine große Leidenschaft für die Manipulation. Das ist Zauberei nur durch Fingerfertigkeit. Doch dieses Jahr ist etwas passiert, was weder ich noch sonst irgendjemand für möglich gehalten hätte. Ich wurde als Mentalist gebucht. Und wie die meisten von euch da draußen wissen, bin ich kein großer Fan von Mentalmagie. Dennoch habe ich die Herausforderung angenommen und erzähle euch in diesem Video von meinen Erlebnissen und neuen Erfahrungen als Mentalmagier. Gleichzeitig dient dieses Video als kleine Erinnerung für das gesamte Ensemble aus dem Kristallpalast Varieté, mit dem ich die letzten 4,5 Monate so unendlich viel Spaß und lehrreiche Momente haben durfte. Guys, if you see this, thank you for this wonderful time. This cast was a thunderblast. Alles begann für mich damit, dass ich eine kleine Show in Leipzig spielen wollte. Aber mir fehlten noch 15 bis 20 Minuten, um die Stunde für mein Programm voll zu bekommen. Also setzte ich mich mit Jan Juro zusammen, der nicht nur ein Meister der mentalen Kunst und Schauspieler ist, sondern auch noch in Leipzig lebt. Perfekt! Jan machte mich mit seiner Version des berühmten Nagelbecher-Tricks vertraut und ich entschied mich, diesen auszuprobieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Kunststück einmal vorführen würde. Schließlich hat man oft genug gesehen, wie es schiefgegangen ist. Show, a magician got host Marjana Rogalska to join along. Und ich hatte keine Lust darauf, meine Karriere zu zerstören, indem ich mir einen Nagel durch die Hand jage. Auf der anderen Seite ist genau diese Spannung das, was dieses Kunststück ausmacht. Als zweites fiel unsere Wahl auf einen Pre-Show-Effekt. Was genau das ist, kann ich an dieser Stelle leider nicht verraten, aber die Kenner unter euch wissen genau, was ich meine. In diesem Fall sollte ein Parapet zum Einsatz kommen. Und auch das war Neuland für mich. Ich hatte noch nie mit einem Parapet gearbeitet. Nun ja, es gibt für alles ein erstes Mal. Die Show stand nun also. Und dann kam der Abend, an dem ich die gerade mal 3 Tage alten Kunststücke vorführen sollte. Und ich muss sagen, dass sie überraschend gut ankamen. So gut, dass mich der Regisseur vom Kristallpalast Varieté, welcher im Publikum saß, Takchen Urs, mit genau diesen beiden Nummern für eine Saison im Kristallpalast buchen wollte. Und ich muss sagen, ein fast 5-monatiges Engagement in meiner Heimatstadt war dann doch ein sehr verlockendes Angebot. Zumal das Thema eine Sideshow sein sollte. Für alle, die nicht wissen, was eine Sideshow ist: Eine Sideshow war in der amerikanischen Unterhaltungskultur ein spektakuläres Beiprogramm von Zirkus- oder Jahrmarktveranstaltungen. Ihr kennt das Ganze wahrscheinlich eher unter dem Begriff Freakshow. Darunter fallen Schwertschlucker, Schlangenmenschen, bärtige Frauen, die kleinsten, aber auch die größten Menschen der Welt und so weiter. Solche Shows gibt es heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig. Jedenfalls hatte ich zuerst überhaupt keine Lust auf Mentalmagie. Wie zu Beginn erwähnt, ist meine große Leidenschaft die Manipulation von Karten, Bällen und anderen Gegenständen. Für die Mentalmagie hat mir irgendwie immer der Grips gefehlt. Aber in einer solchen Show mitmachen zu können, sah ich als eine Chance, mein Wissen und meine Fähigkeiten zu erweitern. Also habe ich den Vertrag unterschrieben. Und schon am ersten Tag der Premiere sollte ich diese Entscheidung bereuen. Denn während des Nagelbecher-Tricks war etwas schiefgelaufen, was dazu führte, dass ich genau auf den Nagel schlug. Zum Glück hatte ich vorher gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen und so hatte mir der Nagel nur eine leichte Wunde zugefügt. Dennoch wurde mir zu diesem Zeitpunkt schlagartig bewusst, wie wichtig die richtige Wortwahl für solche Kunststücke ist. Und auch die Zuschauerauswahl sollte niemals willkürlich sein.
Täglich schrieb ich neue Texte mit noch besseren und präziseren Sätzen, bekam Ideen von den Künstlern, Technikern und auch vom Serviceteam. Ich telefonierte jede Woche mit einem anderen Mentalmeister, mit Jan Juro, Christoph Kuch, Timon Krause und Simon Thomas. Danke, Jungs. Danke für euren ganzen Input. Jeden Tag versuchte ich, diese noch nicht ausgereiften Kunststücke varietétauglicher zu machen, indem ich neue Methoden testete. So habe ich 7 Becher auf 5 reduziert. Ich habe mich mit dem Thema Dual Reality auseinandergesetzt und herausgefunden, warum die Wirkung meiner Effekte anfänglich auf der Strecke blieben. Ich musste meine Rolle in dieser Show neu finden. Denn in dieser Show sollte ich nicht der coole Magier sein, der tolle Tricks zeigt, sondern viel eher ein Charakter, eine Leitfigur, an die sich das Publikum wenden konnte. Mit anderen Worten, es ging überhaupt nicht mehr darum, mit meinen Kunststücken zu brillieren, sondern durch mein Charisma eine Beziehung mit dem Publikum aufzubauen. Die atemberaubenden Sensationskunststücke sollten durch die anderen Artisten vertreten werden. Jonglierende Kettensägen, Schwertschlucken, eine Bowlingkugel an den Ohrläppchen schwingen oder die wildesten Verrenkungen. Das waren alles echte Talente. Und dann betrat der Magier die Bühne, welcher offiziell dafür bekannt ist, Tricks anzuwenden. Und da stand ich nun und sollte den Kugelfang vorführen. Was ein bisschen blöd war, war, dass mir niemand abgekauft hat, dass tatsächlich auf mich geschossen wurde. Und so wurde der Kugelfang unglaubwürdig. Dem Pre-Show-Effekt fehlte die sogenannte Pseudo-Methode und der Bechernageltrick war unsicher. Es mussten passende Lösungen her. Und zwar schnell. Und so begann ich, alle meine Kunststücke mit einem Augenzwinkern fortzuführen. Täglich kamen neue Witze und sicherere Methoden dazu. Ein fettes Dankeschön geht hier an Rocket, der mir mit seinen unfassbar cleveren und lustigen Wortspielen viele dieser Ideen zugespielt hat. Manche Dinge wurden gestrichen und andere einfach nur verändert. So fing ich die Kugel gegen Mitte der Saison nicht mehr mit der Hand, sondern mit dem Mund. Und wir hatten einen Zeitlupeneffekt nach dem Schuss eingebaut. Das war gewöhnungsbedürftig, ja, aber innerhalb dieser Show funktionierte es besser. Ich musste lernen, dass der Pre-Show-Moment bereits zu meiner Performance gehörte, obwohl die eigentliche Show zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen hatte. Das heißt, dass ich bereits vor der Show eine Beziehung zu dem Publikum aufbauen musste. Diese mussten mich gerne haben, damit sie erstens überhaupt auf die Bühne kommen wollten und zweitens auch die richtigen Emotionen mitbrachten. Und weil ich der einzige Künstler in unserem Ensemble war, der Zuschauer auf die Bühne geholt hat und dann auch noch 3 an der Zahl, begann für mich schon 20 Minuten vor Showbeginn die Zuschauerauswahl. Und Leute, lasst euch eines gesagt sein. Es war nicht einfach, an einem Sonntagmittag um 15 Uhr, wo das Publikum nur aus Rentnern und Kindern bestand, 3 würdige Freiwillige zu finden. Und erst 4 Monate später begann ich zu verstehen, was tatsächlich hinter der Mentalmagie steckt. Diese Disziplin ist unwahrscheinlich komplex und benötigt sehr viel Hirnschmalz, was ich brutal anstrengend finde. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, aber noch einmal würde ich so etwas nicht tun. Obwohl, innerhalb dieser Show und mit diesem Team würde ich. So, und ab jetzt werde ich Englisch sprechen, denn die folgenden Worte richten sich an meine lieben Gefährten, welche sich jetzt schon irgendwo anders auf dieser Weltkugel befinden. Our team was absolutely amazing. It was so much fun to be able to share stage with you wonderful people over such a long period of time. You are absolute professionals in every respect. If one of us came to the show in a bad mood, he went home afterwards with a grin on his face. We supported each other and it felt like being a part of a big family. I was allowed to try out things that were beyond my imaginations. Thank you, Tanari,
for letting me lift you off your table. Thank you, Mika, for showing me how to shove things up my nose or balance them on my forehead. Paolo, thank you for your hugs. Ita, happy birthday, and thank you for the jump scares. Rocket, you are a gentle giant with a lot of power. Thank you for your creativity. Often it's the small things that have grown on me so much, like Sarah's final shout after the knife-throwing act. And Zora, pulling the sword out of you felt like I was King Arthur every time. There are so many great moments I'd like to tell you about, but as they say, you should stop when it's at its best. That's why I'm going to give you a few more impressions without much explanation. I'll say goodbye to you, and above all, I'll wave to my team one last time from far away. Take care of yourselves and stay as crazy as you are. Your Professor. So, may punta Maki. Are you ready? Mrs. Thunderblast. Say something for the camera. Was magst du? You want to see how many holes I have in my teeth? No, you don't. Thunderblast. Say something for the camera. Perfect. Say something for the camera.